Servus, grüß euch. Ich bin mittlerweile auf Stromboli. Ich habe es geschafft, dass ich den zweiten Teil fertig geschnitten habe vom GR20. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tag 10. Es geht los. Viel Spaß. Der Start in den südlichen Teil des GR20. Ab spätestens hier wird der Weg weit weniger frequentiert und auch die Etappen werden vermeintlich leichter. Die Tage mit den meisten Teilnehmern sind aber vor allem Tage 1 bis 6. Danach wird es etwas weniger, weil viele nach dem Monte Cinto aussteigen. Die 10. Etappe ist definitiv eine der einfachsten Tage. Zuerst ein einfacher Waldweg aus Vizavona heraus, danach ein kurzer Anstieg. Man kommt an einer Quelle vorbei und hat kurze Zeit später bei gutem Wetter das erste Mal Sicht auf die Ostküste. Das eigentliche Highlight der Tour ist allerdings das Refuge bzw. die Skistation mit dem kleinen Laden, Café und Restaurant. Hier ist der einzige Ort am ganzen GR20, wo man eine frische Pizza bekommt. Und eine etwas ältere Katze lebt hier und freut sich über Streicheleinheiten. Das Wetter war den ganzen Tag über nicht das Beste, aber es sollte noch weit schwierigere Wetterverhältnisse folgen. Dieser Tag beginnt mit einem steilen Aufstieg in völliger Dunkelheit, wo wir uns ein bisschen verlaufen haben, was die Andrina gar nicht lustig fand. Danach ging es lange ohne größere Auf- und Abstiege durch den Wald. Es erinnert an die Voralpen in der Nähe von Wien. Wenig später kommt man durch eine Gegend, die von Baumleichen gezeichnet ist und dadurch etwas mystisch wirkt. Und nur kurze Zeit später kamen auch Wolken und Regen dazu, um zur Mystik beizutragen. Das schlechte Wetter hatte für uns die positive Wendung, dass wir das Glück hatten, unzählige Feuersalamander zu sehen. Teilweise mussten wir aufpassen, nicht auf sie draufzusteigen, weil so viele von ihnen plötzlich im Wald auftauchten. Schau, geht in die Höhle. Wenn man aus dem Wald rauskommt, erreicht man das Refuge am Col de Verde. Ich empfehle vor allem bei schlechtem Wetter hier zu übernachten und den Aufstieg zum Refuge de Prati auf den nächsten Tag zu verschieben. Wenn man weitergeht, folgt ein steiler Aufstieg, bis man am Bocca dell'Oro ist. Von dort geht es noch 20 Minuten mehr oder weniger geradeaus. Der Regen und der Wind hörte nicht auf. Da auch sehr dunkle Gewitterwolken auf uns zukamen, hatten wir es beim Aufstieg zum Refuge Prati doch sehr eilig. Zum Glück erreichten wir im mittlerweile dichten Nebel und Regen das Refuge und waren endlich im Trockenen. Das Wetter wechselt schnell hier oben und wir nutzten eine Regenpause, um unsere Zelte aufzustellen. Auch das war nicht so einfach, denn es ging hier oben ein unglaublicher Wind. Wir versuchten die Pinien als Windschutz zu nutzen, gebracht hat es nicht viel. Den Abend verbrachten wir im Schutzraum, der leider kein Licht hatte, so hieß es ab ins Zelt, als es dunkel wurde. Und es war eine lange Nacht. Leider hat niemand gefilmt, wie es war, aber der Wind war so stark, dass es nicht möglich war zu schlafen. Die Zelte, die eigentlich richtig gut und fest gespannt waren, flatterten nur so vor sich hin und es machte einen Höllenlärm. Mitten in der Nacht ging ich zur Wasserstelle. Es war wolkenlos, als ich wegging, aber am Rückweg kam mir eine Wolkenwand entgegen, die es beinahe unmöglich machte zu navigieren. Das bestätigte auch Richard, der mitten in der Nacht einem verirrten Mann half, der aufgrund der Wolken nicht mehr zum Refuge fand, das keine 20 Meter von ihm entfernt war.
Nehmen wir das Positive her. Es regnete nicht und oft kam sogar die Sonne durch. Der Weg heute ist keinesfalls leicht, hat viele Kletterstellen, sowohl bergauf als auch bergab, und es gab da diese Kleinigkeit, die uns alle drei etwas nervte. Niemand hat länger als eine Stunde geschlafen. So langsam verstanden wir, warum es der härteste Weitwanderweg Europas sein soll. Wir sollten aber zumindest tagsüber gutes Wetter haben und tolle Ausblicke an die Ostküste Korsikas genießen können. Die ganze Etappe geht fast ausschließlich Bergrücken entlang und an der Bocca Loparo, wo wir eine kurze Pause einlegten, teilt sich die ganze Sache dann und nach einem steilen Anstieg über Serpentinen geht es wieder über den Grat, bis man dann den Aufstieg zum Refuge di Usciolo beginnt. Dort wurden wir von Pferden, Maultieren und einem sehr freundlichen Hüttenwirt empfangen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp, falls ihr vorhabt, den Weg selbst zu gehen. Wenn ihr im Refuge di Usciolo euer Zelt aufbaut, verzichtet auf diesen grandiosen Ausblick und stellt euer Zelt ins Tal rechts davon. Es kann sein, dass nachts starker Wind aufkommt. Wir haben diesen Tipp leider nicht erhalten. Es war die zweite Nacht in Folge mit sehr wenig Schlaf. Nachdem gegen Ende der Nacht doch noch ein bisschen Schlaf möglich war, entschädigte der Morgen für die Strapazen. Wir wurden von ein paar Hermelin begrüßt, noch bevor wir unseren Kaffee tranken. Nach einer kurzen, einfachen Kammüberquerung mit einigen leichten Kletterstellen wurde es richtig einfach. Leichte Waldwege, die etwas bergab gingen, und strahlender Sonnenschein begleitete uns auf unserem Weg. Und aufgrund der vergangenen 48 Stunden beschlossen wir, diese Etappe besonders locker anzugehen. Das Wetter war schön, die Etappe einfach. Wir fanden wieder eine wunderschöne Badestelle, die wir uns mit einigen Fröschen, Eidechsen und der seltenen Mittelmeerforelle teilten. Einen kleinen Zwischenstopp legten wir noch in einer Bergerie ein und freunden uns noch kurz davor mit den halbwilden Hausschweinen an, die überraschend freundlich auf Streicheleinheiten reagierten. Relativ kurz nach der Bergerie kam auch schon unsere Unterkunft für die Nacht.
das Refuge Matalza. Auch hier hatten wir einen extrem freundlichen Hüttenwirt, eine warme Dusche und einen geraden Campingplatz. Etappe 14. Es sollte ein einzigartiger Tag am GR20 werden. Der letzte Anstieg auf über 2000 Meter stand bevor. Wenn wir Glück mit dem Wetter haben, könnten wir bis nach Sardinien sehen. Naja, wir hatten eher kein Glück mit dem Wetter. Wir wussten, dass es regnen kann, aber haben nicht mit so viel Wasser gerechnet. Beim Aufstieg begann es extrem stark zu regnen. Da wir bereits quasi in der Mitte der Tour waren, war Umdrehen eigentlich keine Variante. Also ging es so schnell wie möglich Richtung Refuge Ascolo. Dort angekommen erwartete uns eine nicht wirklich warme Hütte und extrem starker Wind. Der dürfte dort aber eher normal sein, schließlich ist das Dach mit mehreren Zurgurten festgezurrt. Während wir in der Hütte versuchten, unsere Sachen zu trocknen und uns einigermaßen aufzuwärmen, flogen draußen die Mietzelte vorbei. Zum Glück gab es an diesem Abend noch freie Plätze im Schlafsaal der Hütte und wir konnten zumindest im Trockenen schlafen und mussten uns nicht darum sorgen, ob unsere Zelte den Wind überleben. Guten Morgen. Willst du ganz eine kurze Zusammenfassung vom gestrigen Tag geben? Achso, na der Stubel war nass, sehr nass. Er war sehr grantig, weil er nass war. Nein, es ist ziemlich viel ist nass. Wir werden heute mit nassen Schuhen weitergehen. Ich bin gerade überlegen, ob es Sinn macht, überhaupt trockene Socken anzuziehen in den nassen Schuhen. Wahrscheinlich nicht. Deswegen werden wir gleich die nassen Socken anziehen in den nassen Schuhen und dann haben wir es. Taktisch klug. Ja, Danke. praktisch klug. Nach diesen wirklich schwierigen Tagen mit viel Wind und Regen freuten wir uns jetzt auch schon auf das Ende des GR20. Es geht abwärts von der Hütte Richtung Tal und danach relativ flach den Hang entlang. Man kommt an einigen interessanten Bäumen und Wasserfällen vorbei, bis man das erste Mal das Bavea-Massiv von Weitem sieht. Man folgt einer von 2 Aufstiegen am heutigen Tag. Wenn man die Col di Bavea, ein sehr touristischer Aussichtspunkt, erreicht hat, ist diese vorletzte Etappe auch schon fast wieder vorbei. Es war für uns sehr komisch, plötzlich wieder zwischen Autos und unzähligen Menschen zu stehen. Allerdings waren wir sehr hungrig und sind direkt ins erste Restaurant eingebogen. Danach ging es zum letzten echten Aufstieg des GR20. Circa 2 Stunden später waren wir auch beim Refuge di Parili und stellten ein letztes Mal unsere Zelte auf. Wir waren alle mit unseren Kräften ziemlich am Ende, dennoch zufrieden und freuten uns riesig, dass wir es morgen tatsächlich geschafft hatten und den GR20 bezwungen haben. Ist das Araber? Aber es sollte nicht ganz so einfach werden.
Um 0:30 Uhr startete für mich der Tag mit dem ersten dringlichen Gang zur Toilette. Dem nicht genug fühlte ich mich schwach und mir war ziemlich kalt. Viel Schlaf bekam ich dann nicht mehr und das Aufstehen fiel mir sehr schwer. Ich ging dann ohne viel Frühstück los, noch vor den anderen, da ich Angst hatte, komplett auszukühlen. 1 oder 2 Stunden später holten mich Richie und Andrina ein. Zu dieser Zeit hatte ich schon lang kein Toilettenpapier mehr und auch die Alternativen wurden knapp. Auch Fieber und Gliederschmerzen gesellten sich zu meinem Problem dazu. Alles nicht die besten Begleiter auf einer Tour durch die Berge. Versteht mich nicht falsch, diese letzte Etappe ist echt einfach, aber für mich war gerade Ausgehen schon etwas schwierig, Anstiege und Abstiege waren die Hölle. Ich erreichte irgendwann ein Level, an dem ich meinen Freunden Geld anbot, um mich von meinen Leiden zu erlösen. Ich bin im Nachhinein gesehen doch etwas dankbar, dass sie mir diesen Wunsch nicht erfüllten. Beim letzten Abstieg stolperte Richie noch und zog sich auch einige Schürfwunden und blaue Flecken an den Beinen und der Hüfte zu. Es war wirklich Zeit, dass wir den GR20 beenden. Wir haben es letztendlich auch geschafft und ich war unglaublich froh, als wir beim Café am Ende des GR20 saßen und uns in das Buch eintragen durften. Ja, so war das dann am letzten Tag vom GR20. Aufgrund meiner Zustände gibt es jetzt auch nicht so viele Aufnahmen von diesem Tag. Ich hätte den Tag wirklich sehr, sehr gerne genossen. Es war ein relativ einfacher Weg mit 2 kurzen Aufstiegen und ich hätte das Ende von dem ganzen Marsch sehr, sehr gerne mit einem Bier oder auch 2 gefeiert, aber das Einzige, was ich danach wollte, ist ein Bett, ganz, ganz schnell. Und ich habe dann auch eine Woche gebraucht, bis ich mich richtig erfangen. Also es ist am nächsten Tage schon weit besser gegangen, aber so richtig gesund war ich erst nach einer Woche. Es war, ich weiß nicht, der Körper hat gesagt, jetzt ist absolut genug, jetzt reicht's. Ja, der GR20 war definitiv eines der schönsten, interessantesten und auch schrecklichsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Es sind einfach alle Emotionen, die es so gibt, kommen irgendwann mal vor. Ich möchte mich auf alle Fälle bei meinen Mitwanderern, beim Richie und bei der Andrina noch einmal sehr bedanken, dass wir das so gut geschafft haben, die ganze Sache, weil im Prinzip, wenn du sowas machst, weißt nie ganz sicher, ob du mit den Menschen dann noch befreundet bist, wenn es vorbei ist. Aber ich glaube, wir haben das ziemlich gut hinbekommen und voll freue mich schon, wenn wir wieder was gemeinsam machen können. Wenn euch die Videos gefallen haben, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Nächstes Video, wie gesagt, von Stromboli, über Stromboli, voll. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf, bleibt gesund, bye bye.